In meiner Reihe Ein Stempelset, 5 Ideen geht es heute weiter mit dem Stempelset Flaschenpost, die zweite Idee, und zwar habe ich diese Buchbox für dich. Das ist nicht einfach nur eine Buchbox, sondern ich habe mir überlegt, da rein gehört eine Karte und deswegen eine Buchbox mit integrierter Hidden Flap Card. Hier kannst du deine Botschaft eintragen. Ja, wie ich die Karte gebastelt habe, alle Maße, die Materialien, das erfährst du jetzt in meinem Video. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Es geht weiter in der Reihe Ein Stempelset, 5 Ideen mit dem Stempelset Flaschenpost. Ihr hattet gewählt und das sollte es sein. Meine erste Idee dazu war diese Aufstellkarte. Da habe ich die Maskiertechnik gezeigt. Ja, verlinke ich natürlich wie immer hier. Und jetzt geht es schon weiter mit der zweiten Idee. Eine Verpackung ist dran, diese Buchbox. Hier vorne habe ich es eben gezeigt, ist eine Karte integriert. Witzige Sache, weil hier kannst du schöne Überraschungen unterbringen. Sicher ein sehr schönes Geschenk. Ja, ich schwatze gar nicht lange, sondern es geht gleich los. Ich sage jetzt die verschiedenen Papierzuschnitte und zeige die Materialien, die ich verwendet habe. Alle Materialien kannst du wie immer direkt bei mir bestellen im Online-Shop. Der findest du in meiner Beschreibung unter dem Video. Oder du schreibst mich einfach an, falls du Fragen hast. Ich antworte gerne. Okay, es geht los. Ich erzähle dir die Maße der Reihe nach, so wie ich sie dann verarbeite. Und zwar geht es los mit einem Stück Farbkarton in 10,5 x 23,8 cm. Das wird die Hülle außen und deswegen brauchen wir jetzt jede Menge Designerpapier, wobei du da natürlich auch sparsamer sein kannst oder vielleicht noch mehr zuschneiden möchtest. Ich sage dir erstmal die Grundgröße für die Designerpapiere, das ist 10 x 7,5 cm. Bin schon ein bisschen durcheinander, weil hier ist auf einmal, die ganze Zeit war ruhig draußen das Müllauto unterwegs, aber egal. Also 2 Stück für außen in 10 x 7,5 cm und ein schmaleres Stück in 10 x 3,3 cm. Für innen rein brauchen wir dann hier für unsere Mechanik 4 Stück. Eins für die Klappe dann noch und einen schmaleren Streifen wieder für die Mitte. Also 4 Stück nochmal in 10 x 7,5, ein Streifen in 10 x 3,3 und ein Streifen in 10 x 3,5 cm. Soweit. Jetzt wäre die Stelle, wo ich schon mal über den Magneten rede, damit ich den nachher nicht vergesse. Du kannst mich ja erinnern. So. Okay, den brauchen wir, ansonsten machst du es mit einem Band am Verschluss. Dann brauchen wir noch für diese Hülle außen und für die Karte ein Stück in 10,5 x 9 cm, noch ein Stück Farbkarton. Die Mechanik innen drin für die Hidden Flap Card ist ein Stück Farbkarton in Grundweiß in 8 x 13 cm, außerdem als Auflage ein Stück Designerpapier in 7,5 x 4,5 cm. Und jetzt kommt die Box. Dafür brauchen wir ein Stück in 13,5 x 16 cm und vielleicht innen rein als Zierde nochmal ein Stück Designerpapier in 8,5 x 6 cm. Und das letzte Stück, was ich hier zugeschnitten habe, alles andere sind dann Elemente zum Verzieren und zum Stempeln, ist der Riegel. Und da habe ich ein Stück Farbkarton genommen, das Müllauto ist gleich weg. Warte, ganz gechillt, wirst du sehen. In 8,7 x 3,5 cm. Okay, Magnet, erinnerst du mich hoffentlich. Und dann geht's los. Der Papierschneider, mit dem man auch falzen kann, ist das erste und meiste, was wir brauchen. Und dann nehme ich das große Stück, lege es schon mal ein bei 8 cm. Dann fällt mir ein, ich werde das Beinchen rausziehen. Die nächste Faltung ist bei 11,8 und die letzte bei 19,8. Wer mitgerechnet hat, weiß, dass dann 4 cm übrig bleiben. Und dann haben wir den Farbkarton, der müsste hier drunter kommen. Der ist auch 10,5 in der Höhe und 9 cm, eventuell auch nur 8,9. Aber das zeige ich dir gleich, weil notfalls schneiden wir es mit der Schere nach. Das war eben mein Fehler, ich habe das Ganze schon mal gedreht, da ging was schief.
musste ich wieder von vorne anfangen. Deswegen sage ich jetzt 10,5 mal 9 cm die kurze Seite anlegen und bei 1 cm eine Falzlinie ziehen. Und der Papierschneider kommt erstmal weg. Hier falze ich gleich und lege doppelseitiges Abreißklebeband auf. Lasse ich schon mal hier, falze jetzt hier mein Buch. Das ist ganz einfach vom Ablauf. Und dieses hier wird die Klappe für meine Karte. Und da, damit ich das gleich merke und beim Hinsehen genau sehe, was wohin kommt, kommt oben und unten auf diese 4 cm Klappe schon mal ein Stück Abreißklebeband. So. Vor allem anderen kommt jetzt dieses Feld mit der Klebefläche und das klebe ich, hier sind die 4 cm, hier wäre der Buchrücken, hier an diese Seite bündig an die Falzlinie. Bündig heißt bündig, also mache es auch bündig. Wunderbar. So, jetzt klappen wir das rum, das dahin und jetzt siehst du, hier steht was übrig. Nur damit wir uns alle nicht vermessen wie eben, schneide ich das jetzt ganz gechillt mit der Schere ab, weil das habe ich früher gelernt. Ich denke ja, man könnte nur noch mit Papierschneider, das geht auch mit Schere. So, das haben wir. Jetzt könnten wir schon viel machen. Wichtig ist, dass wir die Reihenfolge beibehalten. Ich zeige nochmal, dann kannst du schauen, ob alles soweit richtig ist. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich greife jetzt mal nach hinten und nehme mir das Element vom Riegel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige die mal hier. Entweder du versteckst den Riegel, so wie hier. Dann habe ich den innen reingesteckt. Hier vorne ist er wieder drauf. Da überlege ich mir noch eine Deko. Oder du setzt ihn komplett außen drauf, wie hier. Dann wäre jetzt nicht der Riegel dran. Ich will ihn verstecken, also ist jetzt der Riegel dran. Ich nehme das Stück, nehme meinen Papierschneider und ziehe links und rechts, indem ich an der langen Seite einlege, bei 2,4 cm eine Falzlinie. So, dann haben wir genug Luft. Das Feld in der Mitte ist groß genug, müsste nämlich so etwa wie hier mindestens so wie der Buchrücken sein, sogar noch ein Stück breiter. Das klebe ich hier hinten an und dann kommt schon die Sache mit dem Magneten, den wir ja nicht vergessen wollen. Du kennst das ja schon mit meinem doppelseitigen Abreißklebeband. Ich lege das hier mal auf, lege das mittig und schiebe jetzt mein Element mittig drunter. Wobei, was soll es, ne? Also 10 cm Ausmittel. Das ist 3,5. Jetzt schaue ich, dass oben und unten der gleiche Abstand ist. Und im besten Fall freue ich mich, dass es passt. Es passt. So. Das liegt. Jetzt schauen wir mal. Hier vorne wird es zugeklebt. Okay. Dann kommt jetzt mein Magnet. Ich ziehe die Schutzfolie ab. Übrigens bei meinen Sammelbestellungen, wenn du die wahrnimmst bei mir, kann man auch Klebemagnete mitbestellen. Also mittig hier drauf. Erstmal auf die Unterlage, dann ziehe ich das Element mal kurz ab. Ich freue mich, dass das gut passt. Setze es wieder drauf, ziehe hier die Schutzfolie ab. Jetzt ist auch noch ein Stück, also du könntest es noch ein Stück weiter rüber kleben. Und jetzt ist wichtig, dass das Ganze wirklich bündig ist, wenn ich das aufeinander klebe. Deswegen ist es manchmal gut, man macht das erst, wenn man die Schachtel drin hat, weil dann sieht man das besser. Aber ich tue jetzt mal so, als ob ich hier wirklich der Kracher schlechthin bin und das so hinkriege. Schaffe ich auch. Super. Sitzt, ziehe ab, also ich habe es rübergeschoben, hast du das gemerkt? Und dann hält er gut und er wird auf der einen Seite hier mit dem Designerpapier gleich gesichert. Okay, bevor wir das aber machen, also jetzt machen wir es, wir machen es einfach. Wir kleben hier außen mal schnell Designerpapier drauf. Falls du da noch irgendwas anders gestalten möchtest, dann ist das jetzt noch nicht dran. Ich will aber nichts anderes gestalten, dann ist das dran. Du kennst ja schon meinen Sparfuchs hier. Ich setze die beide aufeinander, ziehe das wieder ab, habe es schön verteilt. Manchmal wird ja gefragt, warum nimmst du so viel Kleber? Damit ich es besser verteilen kann. So, Nummer 1, Nummer 2. Jetzt habe ich hier das wunderbar versteckt. Schauen, dass die schön ausgemittelt ist, die Mattung ringsrum gleichmäßig. Jetzt gucke ich, ob mein Streifen schmal genug ist. Passt gerade so, ist ein bisschen breit, aber ich bin zufrieden. Nehmen wir also
setzen wir hier drauf. So. Ja, Reihenfolge, wie gesagt, da kannst du immer variieren. Ich habe die jetzt schon so ein paar Mal gemacht, weil das sind meine aktuellen Online-Workshop-Projekte. Also mein Online-Workshop-Projekt ist diese Box mit der Karte. Deswegen sage ich hier Projekte, dass es doch ein bisschen ausführlicher ist. Ja. Und hier innen rein kommt jetzt dieses Designerpapier, das sortiere ich mir noch ein bisschen. Das dunklere, da wo man es gut sieht. Ich muss mal kurz gucken, ich habe gerade einen Denkfehler. So viele Sachen sich zu merken ist aber auch ein Ding. Wenn du das jetzt hier reinklebst, ist immer ganz gut, dass du hier vorne schon diese Kante abgeschnitten hast. Also, weil hier siehst du, da ist auch immer die Mattung fast weg. Lag genau daran. Okay, also weiter. Die dunkleren mache ich jetzt auf dieses Feld, wo man einfach mehr von sieht. Wenn ich den Kleber streng angucke, funktioniert er noch eine Weile. So. Überschieben. Dunkles Element ist dann also hier die Vorder- und die Rückseite. Könntest du natürlich wieder ganz anders machen. Auch hier eine Fläche schon freilassen, um vielleicht was zu schreiben. Aber ich mache das genauso. Bin damit zufrieden. Will da hier gerade nichts schreiben. Dann kommt das hier rein als Unterlage. Ja, machen wir den Sparfuchs anwenden. Du hast gesehen, die andere Seite ist mindestens genauso schick. Aber ich bleibe jetzt mal bei dieser. So, und jetzt überdecke ich hier ganz wunderbar, versäubere ich meine Ecke, wo unsere Klappe dran sitzt. Das kommt hier drüben rein. Und prima, perfekt. Haben wir. Und wir könnten jetzt hier noch ein Element aufkleben. Da müssen wir einmal gucken. Wir haben ein schmaleres und ein schmaleres. Das schmalere kommt hier hin. Also das ist das Feld 10 x 3,2 cm. Wenn du das vorher nicht mitbekommen hast mit den Maßen, findest du alle auch nochmal auf meiner neuen Internetseite im Blogbeitrag. Sage ich so locker, ist noch ja nicht fertig, aber ich denke, wenn du das Video siehst, ist das alles Geschichte. So, jetzt kommt der Hidden Flap. Jetzt geben wir uns mal ab mit dieser Innenkarte Hidden Flap. Und zwar falzen wir das Stück. Es ist 8 x 13 cm. Wir falzen es bei 1 cm. Das ist also dann auf dieser Seite. Schneideklinge immer schön weit weg. Und dann drehe ich es komplett rum und falze weiter bei 6. Bei 7 und bei 8 cm. Und wenn ich da alles richtig gemacht habe, dann passt das wie folgt. Das ist meine. Ich muss wieder zum Spicken aufmachen hier, glaubst du es? Ja, ich weiß es, aber man will immer kontrollieren. Also die Klebefläche geht nach da. Zum Ankleben. Jetzt nehmen wir die eine nach dort und die anderen beiden wieder nach außen. Ich halte das gleich hoch, dann kannst du kontrollieren oder verstehen, was ich so hier gerade vor mich hinrede. So, so muss es gefalzt sein. Ja, du hast also hier 1 cm, dann ein großes Feld, 2 x 1 cm und nochmal das große Feld. Passen so aufeinander, ist unsere Karte. Hier kommt das Designerpapier drauf. Ja, und wenn du was stempeln möchtest, dann kommt das hier rein und das machen wir am besten gleich. Ich stempel da mal wieder die Botschaft mit lieben Grüßen. Und noch gar nicht über die Farben gesprochen, aber du hast sie vielleicht erkannt. Es handelt sich hierbei um das Lodengrün und das Celadon und zusammen mit Gold, weil einem der neuen Designerpapiere aus dem Jahreskatalog, jetzt muss man einen Schluck Kaffee trinken, ist das genau drin. Das Designerpapier hat im Namen was mit Texturen und das andere Wort habe ich vergessen, verlinke ich dir alles. Also die Karte, unsere Mini-Karte, wird hier jetzt an diesem Steg aufeinander geklebt und hier unten kommt ebenfalls doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Das wird geklebt und dieses. Das
ziehen wir schon mal ab und setzen es bündig aufeinander und sehen, dass die Karte funktioniert. Es empfiehlt sich übrigens nicht so viel grüne Stempelfarbe an den Fingern zu haben. Kannst dir vorstellen, warum. Okay, so, jetzt aber. Wir reden gar nicht über die Box, stelle ich gerade fest. Egal. So. Wir können, wenn wir wollen, diese Klappe hier schon zukleben. Machen wir einfach. Was ist das? Ist Hilfe, Hilfe. Nee, passt. Dann haben wir hier diese Kante, ist die Ausrichtung für diese Faltkante. Dieser 1 cm, den schieben wir hier drunter. Dann legen wir es bündig hier auf, schauen, dass das gerade so aufzuklappen ist und eben wirklich gerade so. Ziehen hier drüben die Schutzfolie ab und im besten Fall kommt unser Zentimeter hier drüben hier relativ bündig mit der Kante. Eventuell ist es ein Millimeter weiter drüben. Ich halte es jetzt mal hoch, dann siehst du das. Mal hier schieben wir das da rein. Es flutscht auch beim dritten Mal, flutscht es auf und so geht es zu. Ja, das ist die Mechanik, die haben wir damit schon gegessen. Jetzt können wir überlegen, ob wir auf die linke Seite das Designerpapier von außen nehmen oder das von innen. Ja, das sind jetzt Überlegungen ohne Ende. Hier würde ich wahrscheinlich das draufsetzen und ich nehme Tatsache mal dieses Goldene von außen, weil ich finde, dann taucht das hier einfach nochmal auf. Warum nicht? So, der Moment, dass mein Kleber alle ist. Denkst du mal, was macht sie? Immer hat sie leeren Kleber. Ja, ich mache ja auch zwischen den Videos hin und wieder was. Und ich gebe es zu, nicht wenig. So, dann das nächste Feld. Und normal klebe ich wirklich viel mit dem Tombow, also mit dem Flüssigkleber. Nur nicht im Video, weil ich immer so klebrige Hände. So, das Feld klebt da, das sitzt dort. Wunderbar. Und jetzt beiseite legen und unsere Box. Der Papierschneider ist wieder dran, mit dem wir auch falzen können. Du kennst den Text. Für die Box, die ist 13,5 x 16 cm der Farbkarton, brauchen wir reihum eine Falzung bei 3,4. Das mache ich wieder hier auf der rechten Seite, lege ich bei 3,4 an. 3,4. Dann wird einmal alles gefaltet, immer so schön gegenüberliegend und eingeschnitten. Und zwar schneide ich vom Rand hier, von der schmalen Seite links und rechts bis zur ersten Querlinie, genau am Falz und auf der anderen Seite genauso. Und jetzt gibt es sicher verschiedene Varianten. Ich schneide hier einen minimalen Keil raus, wirklich nicht viel, nur so, dass mir die Kante nicht im Weg ist. Und das mache ich auch hier oben, schneide ich einen kleinen Keil ab, weil ich mich dann beim Ausrichten meiner Box, dass ich rechte Winkel bekomme, eindeutig an dem 90-Grad-Winkel an der Klappe praktisch ausrichte. Ja, war das klar? Man weiß es nicht. Dann haben wir letztens diskutiert. Ich nehme noch gerne doppelseitiges Abreißklebeband, auch bei den Klappen. Aber hier nehme ich jetzt mal ausnahmsweise den Flüssigkleber. Ziehe hier glatt lang. So. Und jetzt zeige ich nochmal, was ich meine. Hier ist mein rechter Winkel. Da richte ich mich aus. Und deswegen habe ich eben minimal die Klappen gekürzt. Also schräg geschnitten. Das ist das richtige Wort. So. Andere Seite auch. Hier. Wenn dir das zu lavede ist, findest du auf meinem Blogbeitrag zu dieser Box auch nochmal eine Variation, wo du dieses Randelement doppelt schneiden könntest und dann eben innen reinklappst. Dann ist das Ganze nochmal etwas stabiler. Kommt jetzt drauf an, was du in deine Box packst. Also natürlich passt da Tee rein. Ich schüttel mir hier einen Wolf. Aber jetzt. Aber es passen auch viele andere Sachen rein. Kleine Fläschchen. Söckchen. Söckchen. Ich bin auch ein Fan von Söckchen. Söckchen sind ja immer sowas von wegen, kann man zur Taufe verschenken, zum Geburtstag, für viele neue Schritte im neuen Jahr. Da fällt einem doch textmäßig immer was ein. Aber nur ist das Ganze ja eine Flaschenpost, also würde ich was mit Flüssigkeit verschenken.
entweder kleine Flaschen da reinpacken, du weißt schon welche. Ja, oder Tee, was man in den Flaschen füllen kann. So, dann haben wir hier dieses Stück Designerpapier für innen rein. Schöne Sonne heute, siehst du das? Es gibt Schatten. Ich schüttel wieder fleißig. Der letzte Rest vom Schützenfest, da ist er. Und dann packe ich das hier rein und vermittle das schön aus. Wenn du dachtest, das ist ein kurzes Video, nein, es ist ein langes Video, aber ich bleibe dabei. Es ist doch ein recht schnelles Projekt. So, und jetzt wird hier unten nochmal der Kleber aufgetragen. Auch da Flüssigkleber wieder eine gute Alternative. Warum? Weil ich da gut schieben kann. Reicht. So. Erstmal schieben, die Karte zu. Hier drauf mittig unsere Box. Mein Kopf zu sehen lässt sich gerade nicht vermeiden, damit ich oben und unten gut vermitteln kann. Drücke das hier einmal schön fest, nehme notfalls auch mal das Falzbein, bietet sich da einfach an. So, ja, und fertig ist schon mal die Grundbox. So schaut sie aus, mal was ganz anderes in den Farben, ich lege mal die daneben. Muss ja immer vermelden, was dir besser gefällt. Und jetzt gestalten wir noch ein bisschen vorne drauf. Flaschenpost, habe ich ja gesagt, ist dran. Jetzt kommt sie endlich. Hier habe ich schon mal eine Flasche soweit fertig. Ich halte sie mal kurz hoch. Die ist ein bisschen mit Gold, weil da habe ich dieses Papier hier aufgegriffen. Aber ich stempel mir mal noch eine Flasche dazu. Und zwar nehme ich hier mal im Lodengrün noch eine kleine nach hinten. Und eine größere auch noch dazu. So ein bisschen dunkelgrün, aber ich finde ja, das Papier ist vorne schon so schön hell. Also können wir ruhig dunkle Flaschen nehmen. So, und das hat jetzt wie folgt. So schieben sie mal hier. So. Ja, sagt, nimmt Lodengrün, aber nimmt praktisch Celadon. Wundere mich schon, warum sie nicht so dunkel sind. Okay, also eine muss jetzt noch dunkel, ne? So muss das. Das springt deswegen hin und her, weil ich klebrige Hände habe. So, hier stanzen wir jetzt diese Flasche aus und bei der anderen kommt uns wieder zu Pass, dass wir schneiden gelernt haben. Also schneiden wir die einfach so aus. Ja, so einfach. Und jetzt kannst du, wenn du magst, die Flasche embossen, so wie ich das gemacht habe. Wenn du nicht weißt, wie das geht, schreib mir das gerne in die Kommentare. Dann zeige ich demnächst, wollte ich sowieso mal machen, ein Video zum Thema Embossen. Das jetzt ist auch in irgendeiner Form embossed. Kann man machen, muss man nicht, aber habe ich gemacht. Und die vorne drauf. Also das sortieren wir uns jetzt einfach hier mal vorne ein bisschen hin. Hier hätte ich auch noch mal was für einen Gruß. Nun haben wir aber innen schon die Botschaft mit lieben Grüßen, also bräuchten wir das nicht mehr oben drauf. Nur aber einfach für die Anordnung sortieren wir uns das jetzt mal so ein bisschen. Also Flasche, Flasche und Flasche. Ja, das ist eigentlich schon mal nicht schlecht. Das könnte da oben drauf, wenn da noch ein Gruß dran sollte, deswegen lasse ich das frei. Könnte ja sein, dass wir da einfach hinschreiben wollen zum Geburtstag. Ne? Und schon läuft das. Und die Flaschenpost für dich setzen wir hier unten drauf. Gut. Nehmen wir wieder unsere Abstandsklebepunkte, da große und kleine. Hier für mal die Flaschenpost nehme ich jetzt mal für den Text die kleine und zwar für außen. Mal gucken, ob das passt. Schauen wir, wird laufen. So, die kleben wir hier einfach der Reihe nach drauf. Und zwar zwei, die etwas weiter hinten stehen. Den hier setzen wir mal dahin. Wir wissen ja, hier oben könnte immer noch unser Kreis hin. Du weißt, ich tue ihn nicht hin, aber er könnte. So. Dann hätten wir diese. Können wir überlegen, ob wir da. Wir machen es erstmal so wieder trocken. Also eigentlich passt es, oder? Ja, es passt. Kommt da oben nicht der Kreis hin. Dafür kommt dieses Element hin. Und das machen wir wie folgt. Nee, das machen wir nicht wie folgt. Das kleben wir einfach mit den Klebepunkten auf. Dann hat es einen kleinen Abstand, aber nicht zu viel.
Okay. Hier ist Vollsonne, das ist super, aber man schwitzt natürlich auch wie, hast du ja nicht gesehen. So, das dahin, dann setzen wir den so ein bisschen dahin. Dahin. So, super. Dann kommt dieser hier. Ich kriege hier nochmal einen Schüttelpreis, glaubst du? So, so ein bisschen verbreit gemüllert. Dort setzen wir dahin, gerade so. So. Und die vorne. Und da gab es so ein schönes Bändchen. Schau mal hier. Es gibt ja schon demnächst gleich den nächsten tollen Katalog, den Mini-Katalog mit Celebration. Keine Ahnung, frag mich, wenn du einen haben möchtest, schreib mir das. Und das Band passte hier super. Das habe ich da oben einfach mal drum gezwirbelt. So, hier noch. Ich merke schon, ich fasel schon wieder viel zu viel vor mich hin. So, das kommt hier hin. So schaut das gut aus. Dieses setzen wir gleich hier oben drauf. Da bündig. Oh, da müssen wir was abschneiden. Moment. Perfekt, so muss das. Warte, jetzt schneidest du hier noch was ab. Als hätte sie es gemessen, glaubst du es? Das heißt, damit die Ecke da vorne nicht hoch steht, kommt da gleich noch ein Klebepunkt drauf. Aber unsichtbar bitte. Ja. So, und viel mehr wird jetzt nicht dekoriert, sonst ist dieses ein richtig langes Video und ich mache nicht so gerne richtig lange Videos. So, ich bin verliebt in die Box, glaubst du es? Weißt du, wie die Box entstanden ist? Ich habe von der lieben Elfron, einer meiner Demos aus dem Team, eine Karte zum Geburtstag gekriegt, nämlich eine Hidden Flap Card. Und dann war ich im Urlaub und dachte, ach, was mache ich mit der Flaschenpost? Und dann kam die Idee, eine Box mit der Hidden Flap Card. Das war die Idee. Grüße nach Thüringen zu Elfron. So, meine Box ist fertig. So schaut sie aus. Ich weiß noch nicht, ob ich hier noch was fertig verriegel, ob ich hier drinnen diese Fläche lasse oder farbig gestalte, was ich da reinsetze. Fragen über Fragen, kommt alles noch. Hier nochmal Hidden Flap. Geht es auf, flappt es auf. Am besten so hochfalten und dann passt das wunderbar dahin. Und das Ganze wieder zurück und zuschieben und fertig ist meine Box. Ja, das zweite Projekt mit dem Stempelset Flaschenpost. Eine Box, eine Buchbox mit einer Karte im Inneren integriert. Das erste Projekt ist hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir einen Daumen hoch. Abonniere am besten gleich meinen Kanal. Dann verpasst du die Idee 3, 4 und 5 nicht. Bin auch schon ganz gespannt, was das wird. Ja, hier geht es weiter mit ganz vielen Anleitungen, Ideen, Tipps. Falls du Fragen hast, schreib mir einfach. Und ansonsten sehen wir uns gleich in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.